Seit die Austauschstudentin Lucille K. mit massiven Schlägen auf den Kopf getötet worden ist, hat sich das Leben in Kufstein verändert. In der Nacht sind die Straßen leer, am Tag begleiten Eltern ihre Kinder wieder zur Schule. Und ständig ist da das Gefühl, der Mörder ist mitten unter uns. Die Leiche der 20-jährigen Französin ist nahe des Inn gefunden worden. Lucilles Handy und Handtasche fehlen. Man weiß, dass sie unterwegs zu Freunden war und dort nie angekommen ist. Von einem möglichen Täter gibt es inzwischen ein Phantombild. Franz Normann und Christoph Seibel haben mit Lucilles Vermieter gesprochen und zeigen Kufstein eine Woche nach der Tat. Große Betroffenheit und Anteilnahme in Kufstein. Niemanden lässt der Mord an der 20-jährigen Studentin aus Lyon unberührt. Wissen Sie, wenn man die Menschen so, wenn wir darüber sprechen, so bildlich vor sich hat, mit Fleisch und Blut, und man sich das vorstellen kann, wie es noch am Rand vom Inn noch da gelegen ist, da versteht man oft einmal die Welt nicht mehr so. Fritz Rambusek hat Lucille seit September in seinem Haus eine Wohnung vermietet. Die Französin hat hier mit ihrer Freundin Camille gewohnt. Die beiden waren schon lange befreundet und sind zusammen nach Österreich gekommen, um in Kufstein Betriebswirtschaft zu studieren. Herr Rambusek soll fast so etwas wie ein Ersatzvater für die beiden gewesen sein. Es ist alles ausgeräumt. Wir haben heute die Wohnung geräumt und übergeben. Und das war ein Arbeitsplatz. Sehen Sie, wenn die zwei Damen dass sie ein bisschen Party gemacht haben, offenes Feuer, habe ich ihnen ein Holz umgebracht, dass sie ein bisschen gemütlich haben machen können. Ein bisschen was von den Möbeln ist noch da. Sonntag vor einer Woche. Die Polizei findet nach einer groß angelegten Suchaktion Lucilles Leiche neben der Promenade am Innufer. Die junge Frau war in der Nacht zu zwei türkischen Freundinnen unterwegs gewesen und kommt dort nie an. Unterwegs tauscht sie SMS mit ihnen aus. Nach 23:45 Uhr reißt der Kontakt ab. Die Suche nach ihrer auffälligen Handtasche und dem rosa Handy bleibt erfolglos. Die Gewalt war ja überbordend, das heißt, es waren ja ganz wenige, aber sehr, sehr heftig geführte Schläge auf den Kopf des Opfers. Also ein normal denkender Mensch muss davon ausgehen, dass er also das Opfer damit tötet oder das zumindest den Tod in Kauf nimmt. Wir wissen nach wie vor nicht, welches Schlaginstrument. Wir gehen davon aus, dass es eine Stange oder ein Rohr war. Sichtbare Trauer auch an der Fachhochschule. Niemand kann diese schreckliche Tat fassen. Im Andachtsraum liegt ein Kondolenzbuch auf. Viele der Studentinnen und Studenten haben ihr Mitgefühl schriftlich zum Ausdruck gebracht und von Lucille Abschied genommen. Es ist einfach nicht zu verstehen, es ist jetzt einfach eine Studentin oder eine Kollegin von uns weg und die kommt auch nicht wieder. Es ist einfach krass, dass das hier in Kufstein passiert ist und der Schock sitzt einfach noch in den Beinen. Das ist nicht so einfach zu überwältigen. Die Tat war an der dunkelsten Stelle der Promenade erfolgt. Nur wenige gehen so spät noch am Inn entlang. Fritz Rambusek erfährt von Freundin Camille Sonntag früh, dass die 20-Jährige seit Stunden abgängig ist. Sie kommt rein und war sie mit Tränen überströmt und haben gesagt, sitzt Sie daher, da, den Platz, trinken wir einen Kaffee, was ist denn passiert? Ja, die Kollegin ist nicht nach Hause gekommen. Habe ich mir im ersten so gedacht, ja, das ist die junge Leute, 19, 20 Jahre, hat jemand getroffen, ist halt mitgegangen, haben sie Party gefeiert. Sie hat nicht locker lassen. Sie hat gesagt, nein,
Es haben Freunde, haben es auf dem Facebook, wie auch immer, haben es gepostet. Freunde haben ihr noch zugeschrieben, sie ist gar nicht angekommen. Da habe ich gesagt, nein, mein liebes Dirndl, da haben wir keine andere Chance. Suchen hat jetzt keinen Sinn nicht. Wir rufen die Polizei. Um 9:01 Uhr, Sieg im Protokoll, ich habe die Polizei angerufen. Die Kriminalisten sagen, wahrscheinlich sei es Raub mit Tötungsabsicht. Die Ermittlungen laufen seit Sonntag auf Hochtouren. Es gibt vor allem keine Hinweise auf ein Beziehungsdelikt, das eventuell eskaliert wäre, und es gibt auch keinen Hinweis auf ein Sexualdelikt. Beziehungen haben wir nie festgestellt. Wir haben in der Stadt, die zwei Mädchen meistens allein gesehen oder es waren andere Mädchen dabei. Kufstein hat an die 18.000 Einwohner. Die Kleinstadtidylle ist durch das Gewaltverbrechen erschüttert. Viele internationale Studentinnen und Studenten sind deshalb hierher gekommen, weil es ein sicherer Ort zu sein schien und keine anonyme Großstadt ist. Für Bürgermeister Martin Krummschnabel hat die Tat viel verändert. Es hat sich die Grundstimmung einfach verändert. Also die Menschen sind tief betroffen von dem Vorfall und man merkt es in jedem Gespräch. Also jeder in seiner Familie, in seinem Umkreis ändert ein wenig sein Verhalten aufgrund dieses Vorfalles. Und das führt natürlich zur bedrückten Stimmung, wenn man sich nicht mehr so sicher fühlt, wie das eigentlich jetzt immer der Fall war. Als Sofortmaßnahme hat die Stadt die Laternen an der Innenpromenade mit stärkeren Lampen ausgestattet. Manch ein Busch oder Baum soll demnächst fallen, für mehr Sicherheit. Man denkt auch daran, Überwachungskameras zu installieren. Wir werden das jetzt prüfen, ob es möglich ist, und dann werden wir schauen, ob es wünschenswert ist. Im Nachhinein betrachtet, wenn was passiert, wäre es immer wünschenswert gewesen, das prophylaktisch getan zu haben. Wir werden das diskutieren müssen, aber ich denke, dass es rechtlich in irgendeiner Form durchsetzbar sein muss, weil man tatsächlich von anderen größeren Städten das kennt. Und wahrscheinlich sind die Zeiten angebrochen, um über das ernsthaft nachzudenken. Keine 200 Meter vom Ziel, dem Heim für internationale Studenten entfernt, lauert der Mörder auf Lucille. Wir haben schon Vorgänge getroffen, dass wir halt sagen, wir gehen jetzt immer zu zweit nach Hause oder schauen, dass wir halt immer mehr Leute sind. Also das ist unsere Methode momentan. Der Angriff von hinten muss sie völlig überrascht haben. Bereits der erste Schlag dürfte tödlich gewesen sein. Sie war alleine unterwegs, weil Freundin Camille nicht mitgehen konnte. Es ist ungefähr 11:30 um Mitternacht, was sie da losgegangen, und sie hätte mitgehen sollen, aber sie war nicht gut beisammen, sie war ein bisschen grippig und hat gesagt, nein, mir ist das spät, ich gehe nicht mit. Die Stadtgemeinde Kufstein hat zusammen mit der Fachhochschule eine Belohnung von 10.000 € für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Täters führen. Aufgrund von Zeugenaussagen wurde auch ein Phantombild angefertigt. Das Flugblatt wurde per Postwurfsendung heute an alle Kufsteiner Haushalte versandt. Bis jetzt sind schon 200 Hinweise auf über 60 Personen eingegangen. Das macht die Arbeit der Polizei nicht unbedingt leichter. Diese Person ist für uns deshalb tatverdächtig, weil es einen örtlichen und zeitlichen Nahebezug gibt, was aber nicht heißt, dass diese Person, die da abgebildet ist, letztlich tatsächlich der Täter sein muss. Das ist ganz klar. Man hat ihn eigentlich da nur einmal gesehen, aber wie gesagt, es gibt inzwischen sehr, sehr viele Hinweise auf diese Person, also man kann schon davon ausgehen, dass er in vergangenen Zeiten öfter gesehen wurde. Wie erklären Sie sich das? Ich kann mir das eigentlich gar nicht erklären, weil ich sage, das weiß ja jeder, dass wenn es ein Raub, was ein Motiv dahinter steckt, das weiß ja jeder, dass die jungen Leute, die haben nicht viel Geld im Sack. Nicht, das ist, also ich kenne das von meiner Enkeltochter, die hat 20, 30 € eingesteckt, die jungen Leute haben eine Kreditkarten mit, wenn es unbedingt sein muss, wenn sie es brauchen, aber da läuft keiner mit ein paar 100 € in der Gegend rum. Also ein Raubmotiv, also kommt mir vor, das kann es nicht sein. Ein Sexualdelikt, das nur verhindert worden ist, weil der Täter gestört wurde? Ist durchaus im Bereich des Möglichen. Es gibt nur keinen Hinweis auf ein vollzogenes Sexualdelikt.
Die Variante gibt es natürlich, dass die Anfangsphase da war, aber der Täter dann flüchten musste, weil er zum Beispiel gestört wurde oder aus anderen Umständen, die wir derzeit nicht wissen. Das ist natürlich offen. In der Nähe gab es noch einen zweiten Vorfall. Ein ungeklärter Raubüberfall zweier Männer auf eine 18-jährige Kellnerin nahe dem Gasthaus Adler Ende Dezember. Für die Kriminalisten gibt es nicht unbedingt einen direkten Zusammenhang. Trotzdem werden die DNA-Spuren an Lucille mit denen am zweiten Opfer abgeglichen. In Summe ist es Motivation für uns, da natürlich alles zu tun, was rechtlich möglich ist, was taktisch sinnvoll ist, was wir tatsächlich leisten können, um den Fall aufzuklären. Der liegt uns wirklich am Herzen. Es kann ja nicht sein, dass ein junges Mädchen in Kufstein erschlagen wird und das war's dann. Am Gang vor der Wohnung der beiden Freundinnen brennt seit vergangenem Sonntag eine Kerze. Zum Gedenken an Lucille. Die Camille war heute da und hat einen Schlüssel zurückgebracht. Sie haben gestern die Wohnung geräumt und wir haben selbstverständlich sofort das Mietverhältnis für sie aufgelöst. Sie hat ihre Kaution zurückgekriegt und sie hat ihm gesagt, sie fahren jetzt direkt nach Hause und die Verabschiedung war nicht so einfach.